Kennst du das? Du nimmst dir Zeit für deine Kreativität und dann entsteht da so ein Druck, weil es muss ja was rauskommen, wenn wir uns schon diese Zeit nehmen. Und heute schauen wir uns mal an, warum genau das die Kreativität blockiert und was du da tun kannst. Oder besser gesagt, lassen. Ich höre das so oft. Menschen nehmen sich Zeit für ihre Kreativität, ja, zum Malen, zum Erschaffen, zum Kreativsein. Und währenddessen entsteht auch ein Anspruch, eine gewisse Erwartung ist im Raum. Denn wenn ich mir die Zeit jetzt schon genommen habe, muss doch auch wenigstens was dabei rauskommen. Und schwupps hat sich der Leistungsdruck in unsere nährende Kreativzeit eingeschlichen. Wir wissen alle, Druck und eine frei fließende Kreativität vertragen sich nicht unbedingt. Aber warum passiert es uns trotzdem immer wieder? Wir leben heutzutage in einer Zeit des permanenten Tuns. Alle tun die ganze Zeit. Es gibt ja auch ganz viele To-Do-Listen. Es gibt immer etwas zu tun und ganz viel zu erledigen. Das liegt auch daran, dass unsere Zeit oder die Qualität unserer Zeit immer komplexer wird. Alles wird immer komplizierter. Und wir brauchen auch immer mehr Zeit, um bestimmte Dinge in die Wege zu leiten. Und dadurch, dass alle die ganze Zeit unentwegt beschäftigt sind und tun und ihre Listen abarbeiten und schauen, dass sie ihr Leben auf die Reihe kriegen, ist es so, dass Menschen, die ab und zu mal nichts tun, sich schon fast faul oder nutzlos vorkommen. Seien wir mal ehrlich, wenn uns jemand fragt, und was hast du heute so Schönes gemacht? Und wir sagen, ach nichts. Welche Reaktion ernten wir da? In den seltensten Fällen Verständnis oder sogar sowas wie, oh wie schön, das freut mich total für dich, das braucht's auch mal. Ich glaube, das gönne ich mir auch. Ich glaube, in unserer Welt heutzutage haben wir alle das Gefühl, wir müssen etwas tun, um jemand zu sein. Dass das nicht gesund ist, steht außer Frage. Ja, aber dieses Muster macht auch nicht Halt vor den Bereichen Wellness oder Kreativität. Auch da gibt es mittlerweile einen richtigen Tunzwang. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Arbeit als Illustrator. Da gibt es ja auch Zeiträume, wo etwas fertig sein muss. Also es gibt Deadlines. Die vereinbare ich natürlich vorher mit dem Auftraggeber und ich weiß, bis dann und dann muss ich fertig sein. Und das heißt auch, ich weiß, wie es sich anfühlt, mit diesem Zeitdruck umgehen zu müssen. Ich habe auch schon oft Menschen sagen hören, dass das ein Grund für sie ist, kein Berufskünstler zu werden oder keine Auftragswerke anzufertigen, weil dieser Zeitdruck einfach die Kreativität hemmt. Und ja, das stimmt einerseits, aber andererseits können wir auch lernen, damit umzugehen. Ich habe im Laufe der 2 Jahrzehnte, wo ich das jetzt schon mache, geübt, in mir einen Raum der Weite zu erschaffen. Also auch wenn ich Zeitdruck habe oder ein Zeitlimit, nennen wir es Zeitlimit, da muss ja nicht gleich Druck entstehen. Ja, also wenn ich ein Zeitlimit habe, sagen wir in 2 Wochen muss ich fertig sein, dann ist es wichtig, natürlich einerseits die Disziplin aufzubringen, regelmäßig oder täglich ein klein wenig an diesem Auftrag zu arbeiten, damit ich vorankomme. Und die andere Seite ist auch, dass ich in mir immer wieder Weite erschaffe. Ich merke, wenn ich in mir das Gefühl erzeuge, ich habe ewig Zeit, die ganze Ewigkeit ist da für diesen Auftrag. Wenn ich das wirklich aufbauen kann und halten kann, dann wusch, geht das meistens ganz schnell. Dann fließt die Kreativität nur so und dann ist es wunderbar, flink, entspannt, geschmeidig und freudvoll aufs Papier geworfen. Und fertig. Viel schneller, als ich erwartet hatte. Denn die Weite im Innen, die erschafft auch ganz viel Raum für Inspiration. Und diesen Raum brauchen wir, um inspiriert zu sein und um uns inspirieren zu lassen. Tun
entsteht aus dem Sein. Und wir brauchen ein erfülltes und verbundenes Sein, um ein fruchtbares Tun zu ermöglichen. Wenn wir direkt ins Tun springen, fehlt unter Umständen das Fundament. Und wenn wir von einem Tun zum nächsten Tun hüpfen, ja, ohne Seinsmomente dazwischen, dann wird das Tun irgendwann leer. Das Sein ist kein Luxus, es ist die Voraussetzung, es ist der Boden für das Tun. Und sich in der heutigen Zeit das Sein zu erlauben, ist schon fast revolutionär. Daher hier meine konkrete Einladung an dich. Bei deiner nächsten Kreativzeit setze dich erstmal hin an deinen Arbeitsplatz oder an deinen Malplatz, wo auch immer das ist, und tu erstmal gar nichts. Sei einfach da. 10 Minuten. Nur das. Nichts tun, nichts müssen, nichts erwarten, nichts wollen, einfach sein. Es ist möglich, dass irgendwas hier drin sagt, das ist Zeitverschwendung. Und wir sollten doch lieber anfangen, weil wir haben nicht so viel Zeit zum Kreativsein. Aber es ist kein Verlust von Zeit, sondern es ist eine Vorbereitung. Es ist die Vorbereitung. Aus diesem Raum heraus entsteht Kreativität. Wenn ich an die Entstehungszeiten meiner Bilder denke, also an die Schöpfungsprozesse, dann beinhalten diese ganz viele Zeiten des einfach Daseins. Das sind Zeiten, wo ich vor dem Bild stehe und wo ich es betrachte und wo ich einfach nur schaue, wo ich mit dem Bild bin. Ja, es ist einfach nur Sein. Und ich betrachte das Bild, ich lausche dem Bild, ich nehme wahr. Und das geht manchmal eine Viertelstunde, manchmal eine halbe Stunde. Und es ist keine Zeitverschwendung. Es ist wesentlicher Bestandteil des schöpferischen Prozesses. Das gehört zum Malen dazu. Und ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass es genauso viel Zeit des Seins braucht, wie es auch Zeit braucht, wo wir den Pinsel in die Hand nehmen und malen, um ein Bild zu erschaffen. Denn das Bild entsteht ja erstmal hier drin. Es entsteht hier drin und dann fließt es durch unser Tun auf das Papier oder auf die Leinwand. Beides ist wichtig. Und um wahrhaft und frei kreativ zu sein, brauchen wir diese Weite. Wir brauchen auch die Erlaubnis, die wir uns selber geben müssen, dass wir einfach nur da sein dürfen. Mit dem Bild, mit uns, mit unserem kreativen Raum. Wir brauchen Weite und keinen Druck. Und wenn wir uns entscheiden, nichts zu tun, zu Beginn unserer Kreativzeit, dann ist das viel mutiger, als wir glauben. Und wenn du solche Erlebnisse, solche Erfahrungen mit anderen Menschen teilen willst, denen es ähnlich geht und die sich auf einer ähnlichen Reise befinden, dann bist du herzlich eingeladen in meine kreative Community Imagea. Dort gibt es genau diesen wohlwollenden, liebevollen Rahmen. Kreative Impulse, ganz ohne Leistungsdruck. Den Link findest du in der Beschreibung unterhalb des Videos. Und jetzt wünsche ich dir viel Zeit zum Sein und ein fruchtbares Tun.